Hallo und herzlich willkommen. Ich würde euch ganz gerne das N-Cube Starter Set für Messorarten vorstellen. Arten der Gattung Messor sind weltweit weit verbreitet. Das heißt, sie leben in so Steppen und Halbwüsten in Europa, Asien und Afrika. Es gibt weltweit ungefähr 100 verschiedene Arten. Hier bei uns in Europa sind zum Beispiel sehr bekannt bei den Ameisenhaltern die Messor barbarus. Die meisten Arten sind sehr tagaktiv, das heißt bei 25 bis 30 Grad Celsius draußen unterwegs. Sie halten aber auch Winterruhe. Das heißt, dass sie zwischen November und März in so einer Ruhephase verfallen. Das ist jetzt nicht so wie unsere nord- und mitteleuropäischen Arten, die richtig in so eine Kältestarre verfallen, meistens bei 5 bis 8 Grad Celsius, sondern die Temperaturen sind dort weit über 10 Grad Celsius. Da sie aktiv sind, brauchen sie natürlich auch Nahrung. Daher tragen sie dann auch in diesen Wintermonaten oder für diese Wintermonate sehr viel Körner ein. Das heißt also Pflanzensamen, die sie dann einlagern in solche Kornkammern. Ja, die ernähren sich dann von so einem Ameisenbrot. Aufgrund der großen Menge an Pflanzensamen, die sie transportieren, sind sie bereits seit der Antike als Ernteameisen bekannt. Sie sind auch Jäger. Allerdings erbeuten sie dann wirklich nur leicht zu erbeutende Tiere, die sehr langsam sind. Der Proteinbedarf ist im Frühjahr wegen der vermehrten Brutentwicklung deutlich höher als zum Beispiel am Ende des Jahres. Auch je größer eine Kolonie wird, desto höher ist der Proteinbedarf. Alle diese Faktoren haben wir in diesem Set berücksichtigt. Ich würde euch zunächst einmal die ganzen Einzelteile vorstellen. Zunächst einmal haben wir hier die Arena, die dient als Auslaufbereich für die Tiere. Das heißt, sie können die Abfälle rausbringen bzw. sich mit Futter, also mit Nahrung und mit Wasser versorgen. Dazu haben wir hier diesen Ausbruchsschutzrahmen. Der wird unten halt mit einem Ausbruchsschutzöl nochmal versehen und dient dazu als Schutz, dass die Tiere nicht rauskommen. Wir haben dann noch diese Abdeckung hier. Dazu gibt es dann hier solche Lüftungsgitter, die oben raufkommen. Dann ist das Ganze auch sehr sicher. Im Gegensatz zu anderen Starter-Sets haben wir zwei Farmen, also Nestbereiche für Ameisen beigelegt. Die haben ja auch so einen fertigen Nesteinsatz. Warum das Ganze so ist, würde ich euch später noch im Detail erklären. Um das Ganze zu verbinden, brauchen wir halt diesen Schlauch. Ja, der wird dann wieder über solchen Beckenschlauchverbinder an die Arena befestigt. Wir haben dann hier noch ein bisschen Bodengrundwüste dabei. Der würde halt in die Arena kommen. Aber es ist ein bisschen mehr mitgeliefert worden, falls optional jemand hier nicht diesen Nesteinsetzer haben möchte, sondern das Ganze halt mit diesem Bodengrund befüllen möchte, wäre das auch möglich. Dann gibt es noch ein Thermohygrometer zum Messen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Anlage. Mit dabei haben wir hier diese Futtermittel, ja, die sind dann auch im Set enthalten. Wir haben gemerkt, so die meisten Messorarten, was die Tiere halt so benötigen oder brauchen oder was auch sehr beliebt ist, das haben wir euch hier einmal abgefüllt, könnt ihr dann auch gerne auch mal ausprobieren. Es gibt dann hier zusätzlich hier noch diese Tränke. Dann haben wir so einen Futterspender, also für die Körner, wo die Tiere sich dann damit mit den Körnern versorgen können. Wir haben hier so einen Napf. Eine Lupe ist enthalten. Vielleicht wollt ihr euch irgendwelche Details nochmal anschauen, da ist das auch ganz hilfreich. Wir haben eine Federstahlpinzette zum Greifen der Tiere, damit könnt ihr die Tiere greifen, ohne sie zu verletzen. Wir haben hier noch eine Kunststoffpinzette zum Greifen fester Objekte, das heißt, wenn irgendwelche Abfälle drin rumliegen, könnt ihr die halt wunderbar auch entfernen. Eine Pipette zum Befeuchten der Farm. Dann haben wir hier so ein Ausbruchsschutzöl und noch so ein Schwamm. Damit könnt ihr halt das Öl dann nochmal auftragen, halt am Beckenrand oder am Rahmen, je nachdem, wo ihr das da haben möchtet. Und dann gibt es hier noch solche Gitterkappen und Stopfen, die kommen halt optional an die Enden ran, wo ihr dann später die Möglichkeit habt, das Ganze zu erweitern. Zu guter Letzt haben wir noch so eine Fotorückwand als Dekoration, die könnt ihr hinten dann gerne platzieren. Und wir haben solche roten Abdeckfolien, die dafür gedacht sind, um das Ganze halt hier vorne nochmal abzudecken. Das heißt, dass die Tiere so ein Untertagegefühl haben. Wenn ihr das verwendet, dann sind die Chancen einfach ein bisschen größer, dass die Kammerngänge auch schön an der Frontscheibe gegraben sind. Ja, das war's soweit. Jetzt wollen wir das Ganze mal zusammenbauen. Zunächst einmal befüllen wir diese Arena hier mit dem Bodengrundwüste. Dabei ist zu beachten, dass wir nur eine hauchdünne Schicht von ungefähr 1 bis 2 mm einfüllen. Wenn wir zu viel Bodengrund einfüllen, haben wir das Problem, dass die Tiere sich dann vielleicht dort, also in die Arena eingraben, statt in die dafür vorgesehene Ameisenfarm bzw. Nestbereich. Jetzt verschrauben wir den Beckenschlauchverbinder mit der Arena. Dann wird der Schlauch dort eingesteckt und mit der Würgeschraube vorne verschraubt. Vom anderen Ende des Schlauches schneiden wir ein Stück ab. Dieser dient dann als Verbindungsstück zwischen den einzelnen Ameisenfarmen. Jetzt schieben wir diese Schlauchenden einfach auf die Buchse der Farm auf.
Jetzt schieben wir den Schlauch auf die Buchsen der Ameisenfarm, um diese zu verbinden. Mit den einzelnen 27 mm Stopfen bzw. 10 mm Kappe verschließen wir jetzt die anderen Öffnungen, einmal an der Arena und hier an dieser Farm. So, zunächst einmal möchte ich die Tränke hier mit Wasser befüllen. Ja, dazu nehme ich mir ein bisschen Wasser, öffne hier das ganze Röhrchen, fülle hier am besten vielleicht mit Pipette, ihr könnt es auch in einem Wasserhahn halten. Dann wird das Ganze hier einfach ein bisschen befüllt. Wichtig ist natürlich, dass jetzt nicht gerade halten, sondern schon gerade, so dass es nicht umkippt, so dass ich das Ganze jetzt hier raufstecke und erst dann umdrehe. Ja, jetzt verteilt sich hier das Wasser und die Tiere können sich hier mit Wasser versorgen. Das ist der Kornspender bzw. Futterspender. Den mache ich jetzt zum Kornspender. Ich nehme dieses leere Röhrchen, das kann ich später nochmal verwenden. Nehme jetzt hier einfach mal ein aus dem Starter-Set, so ein Körner-Set. Das stecke ich hier auch wieder so verkehrt rum auf. Drehe es erst dann um, wenn es umgedreht ist. Und jetzt rieseln hier schon die ersten Körner hier auch vorne nochmal raus. Dann haben wir hier den Futternapf. Da würde ich jetzt einfach mal hier so ein Futtertier holen. Das Futtertier jetzt hier einfach nochmal reinlegen. Und wichtig wäre natürlich jetzt diese Napf und die Tränke hier vorne zu platzieren, weil hier könnt ihr dann am besten immer kontrollieren, ob die Tränke vielleicht schon leer oder ausgelaufen ist, ob hier der Kornspender nachgefüllt werden muss oder Futtertiere vielleicht anfangen zu schimmeln oder der Napf einfach mal gereinigt werden muss. So, wenn die Arena jetzt hier soweit fertig ist, ja, dann würde ich jetzt hier diesen Ausbruchsschutzrahmen vorbereiten bzw. das Thermohygrometer dort anbringen. Ja, dazu löse ich hier einfach mal diesen Klebestreifen hier. So. Ja, und beim Befestigen ist hier darauf zu achten, dass ich dieses Thermohygrometer nicht außen an den Rand befestige, sondern wirklich innen. Weil das Problem ist, wenn ich das außen befestige, dann würde ich halt den Rahmen nicht mehr richtig auf diese Arena raufbekommen. Ja, weil das dann hier diesen Rand, weil es einfach übersteht. Also einfach innen aufkleben und ihr habt wirklich nur einen Klebeversuch, weil die Gefahr ist dabei, dass ihr das dann nachher nicht mehr richtig abbekommt, weil dieser Kleber, der hält wirklich extrem doll fest. So, den Rahmen bestreichen wir jetzt mit einem Ausbruchsschutzöl. Ja, dazu nehme ich halt dieses Ausbruchsschutzöl. Ich habe hier diesen Schwamm, der auch mitgeliefert wird. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, Haushaltspapiertuch oder könnt das Ganze mit dem Finger verreiben. Wichtig ist, dass ihr das hier schön gleichmäßig auftragt, dass wirklich alle Flächen einmal so bestrichen sind. Ich mache das hier nochmal ganz kurz. Hier auch auf den Thermohygrometer diese Fläche, auch hier hinter. Und dann sollte es soweit ausreichen. So, jetzt können wir hier den Rahmen hier oben auf die Arena hier rauflegen. Also hier ist ja diese Gummierung drauf, das heißt wir achten darauf, dass es hier wirklich schon eingepasst ist. Gucken auch nochmal, ob das alles bündig abschließt. Nicht, dass da eine Puffer dazwischen liegt und das Ganze dann an einer Seite ein bisschen übersteht. So schließt das Ganze gut ab. Der nächste Schritt wäre jetzt die Abdeckung nochmal raufzupacken. Also es würde an sich jetzt schon mal so weit ausreichen, dass jetzt die Tiere nicht rauskommen, aber ganz sicher sind wir natürlich mit dieser Abdeckung. Die Abdeckung hat hier solche Lüftungsgitter hier drin, die kann man hier auch nochmal rausnehmen, beziehungsweise auch einsetzen. Und dafür, also das ist eigentlich dafür da, damit hier auch genug Luftzirkulation drin in der Anlage vorhanden ist, weil es ist ja eine Art, die aus mediterranen Regionen kommt. Bevor wir die Tiere einsetzen, müssen wir die Farm nochmal befeuchten. Ja, dazu nehme ich hier einfach mal die hintere Farm, weil die ist am leichtesten zugänglich. Ich nehme hier eine Pipette mit Wasser. Die fülle ich einfach mal kurz auf. Und ich kann die jetzt wunderbar über diese Öffnung hier seitlich befeuchten. Bei der Erstbefeuchtung, also wenn noch keine Tiere drin sind, kann ich natürlich das hier oben abnehmen und dementsprechend hier oben einfach nochmal alles ein bisschen befeuchten. So, jetzt ist sie befeuchtet und jetzt können wir, auch, wenn wir wollen, natürlich noch mal ein bisschen Dekoration reingeben. Wir haben ja auch noch mal die Fotorückwand. Die würde ich hier hinten einfach platzieren. Könnt ihr auch noch mal irgendwie speziell ankleben. Und dann haben wir noch diese rote Folie, ja, die das Untertagegefühl für die Tiere fördert. Die kommt ja hier bei der Ameisenfarm mit drauf. Das macht es letztendlich so, dass die Tiere wirklich die Kammergänge auch im vorderen Bereich eher graben als am hinteren Bereich oder in der Mitte. Die packe ich einfach hier vorne hin. Dann haben wir es soweit fertig. Um die für die Haltung benötigte Temperatur hinzubekommen, also 25 bis 30 Grad brauchen die Tiere ja, bieten wir verschiedene Hilfsmittel an. Die sind jetzt im Set selber direkt nicht enthalten, aber optional kann man diese bei uns erwerben. Das wäre zum Beispiel dieses Stativ hier.
dieses Stativ, da hängen wir einfach eine Lampe mit dran und dieses Stativ kann man an der Höhe verstellen. Hat natürlich den Vorteil, das heißt, wenn ich hier am Thermometer feststelle, dass das Ganze vielleicht zu kalt ist, dann kann ich mit diesem Stativ ein bisschen runterfahren. Ist es zu warm, fahre ich mit dem Stativ wieder ein bisschen höher und ich habe wunderbar die ideale Temperatur, die die Tiere halt benötigen. Wer das nicht haben möchte, kann natürlich auch jetzt von sich aus irgendeine Hängelampe oder sowas drüber platzieren. Oder wir bieten auch an eine Lampe, die man hier direkt auch nochmal mit reinsteckt. Wir haben ja hier diese 50er Lochbohrung, also 50 mm Lochbohrung. Da kann ich die ganzen auch einstecken, habe dann hier die Lampe, die da drin leuchtet. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, wieder die Temperatur zu regulieren anhand der Lampe. Aber wir haben auch dafür eine Lösung. Es gibt hier so einen Ventilator, den könnte ich jetzt auf der anderen Seite dementsprechend nochmal mit einbringen und der zieht die zu warme Luft dementsprechend raus. Wenn es zu kalt sein sollte, also ein Ventilator wäre ja, wenn es zu warm ist, wenn es zu kalt ist, müsste man optional noch eine Heizmatte hier hinten auf die Rückseite nochmal platzieren. Und dann habe ich eigentlich die ideale Temperatur mit diesen Möglichkeiten. Jetzt haben wir ja hier in dem Fall nur die Arena. Wie ist es denn mit der Ameisenfarm? Also die Arena, die Temperatur stimmt und mit einer Heizmatte oder ein Heizelement bei so einer Ameisenfarm ist es sehr gefährlich, weil diese Ameisenfarm ist ja wie so ein Gewächshaus und da kann sich halt wirklich ein Wärmestau drin bilden. Deswegen würden wir sagen, hier bitte, wenn möglich, nicht mit einer Heizmatte oder so arbeiten. Es ist ja auch in der Natur so, wenn die Tiere draußen auf der Erde sind, wo die Sonne halt scheint, dann ist es ja von der Temperatur her, diese 25 bis 30 Grad, halt sehr warm. Im Nest selber, in der Tiefe, da ist es ja deutlich kühler und deswegen braucht man hier nicht unbedingt mit einem Heizelement arbeiten. An sich fehlt jetzt noch die Kolonie, die wir einsetzen. Ja, dazu nehme ich erstmal diese Abdeckung hier ab. Ich habe jetzt hier diese Kolonie Messor barbarus, die würde ich jetzt hier einsetzen. Ich nehme diesen Stöpsel ab und lege die Tierchen jetzt erstmal hier, das Röhrchen, hier vorne hin. Dann kann ich es noch ganz gut beobachten. Was wird man jetzt sehen? Also die Tiere werden jetzt rausgehen, werden sich jetzt Futter erstmal in dieses Röhrchen nehmen. Was sehr häufig vorkommt, ist, dass die Tiere den vorderen Eingang mit dem Sand- oder Bodengrund, der hier vorne liegt, erstmal so zubauen. Das liegt daran, weil die Tiere wissen ja nicht, dass sie jetzt hier in Sicherheit oder alleine sind. Es könnten ja theoretisch Fressfeinde, Vögel oder andere Tiere kommen, die die Tiere jetzt attackieren. Und das ist sozusagen dann dementsprechend ein kleiner Schutzwall. Ich mache das Ganze hier nochmal zu. Und jetzt können wir die Tiere mal beobachten. Ja, wie sieht die Kolonie einige Wochen später aus? Wenn die Kolonie groß genug ist, kann man auf jeden Fall das eingesetzte Neströhrchen schon mal rausnehmen. Das mache ich jetzt hier mal. Da kann man noch ein paar Tiere rum. Wichtig ist, dass die Königin und die ganze Brut schon mal ausgezogen sind. Ja, dann habe ich das leere Röhrchen. Oh, hier ist noch einer. So, du kommst auch mit rein. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Ja, sind jetzt natürlich ein bisschen gestresst, wenn ich jetzt hier reingreife. Auf jeden Fall sind sie hiermit erstmal versorgt mit ihrem Futter und Nahrung und mit dem Wasser. Das transportieren sie dann hier rein. Und jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen. Ich mache mal hier diese rote Folie ab. Dann könnt ihr hier auch mal einen kleinen Blick reinwerfen. Und jetzt ist es so, wie ich das ja auch schon genannt habe, dass die Tiere hier diesen trockenen Bereich als Kornkammer nehmen. Man sieht wunderbar, wie sie die Körner hier reingetragen haben. Ja, also ihr könnt hier gut schauen, hier sind diese ganzen Körner hier eingelagert. Und das ist auch das Tolle an dem Material. Das ist grabfähig, bleibt trocken. Die Tiere können das wunderbar dafür verwenden. Und hier nebenan, das ist der Bereich, den wir auch angefeuchtet haben. Man sieht, dass es vom Material her auch ein bisschen dunkler ist. Und man sieht dann dementsprechend auch hier, dass das der Brutbereich ist. Ja, ich hoffe, das Video war für euch hilfreich, interessant und hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.